Hi ihr Lieben, es ist gar nicht so lange her, vielleicht erinnert ihr euch noch dran, da habe ich dieses Mikrofon, das IXM Podcaster von Yellowtech, einem krassen Praxistest unterzogen. Ich bin hier in Hamburg zum Hamburger Hauptbahnhof gefahren und habe mich neben einen ICE gestellt, der gerade den Bahnhof verlassen wollte. Und das war richtig laut mit einem fantastischen Ergebnis. Hört mal rein. Ich vermute mal, das ist die lauteste Stelle, die ich gerade in Hamburg auftreiben konnte, neben einem ICE, der sich gerade auf den Weg macht. Hier eben war der Maschinenraum, jetzt wird es schon wieder ein bisschen leiser. Jetzt verstehe ich mein eigenes Wort wieder, aber vorher habe ich wirklich kein Wort verstanden. Und jetzt hören wir uns einmal den Originalton von meinem iPhone an, aber Vorsicht, das wird jetzt unangenehm. Das ist wirklich ein krasses Ergebnis gewesen, finde ich immer noch sehr, sehr beeindruckend. Was ich nicht verraten habe, wie bekomme ich eigentlich den Ton, der ja hier unten in einer kleinen Karte ist, im IXM Podcaster synchron mit meinem Video, das ich mit dem Smartphone drehe. Das zeige ich euch heute. Es ist nämlich furchtbar einfach. Da brauche ich mal so einen exemplarischen Satz für und den spreche ich jetzt. Einfach überspielen und dann synchronisieren. Entweder automatisch oder händisch. Und genau das machen wir jetzt. Ich nehme jetzt die Karte hier raus und das überspiele ich dann auf meinen Rechner. Wir haben hier eine ganz einfache und klare Dateistruktur auf der Karte, nach Datum sortiert, und so ziehe ich die WAV-Datei einfach auf meinen Desktop. In meinem Schnittprogramm habe ich schon mein Video vom iPhone liegen. Hier trenne ich erst einmal die Original-Audiodatei, die so leise ist, dass man sie eh nicht hört, und ziehe dann die IXM-Datei in meine Timeline. Und jetzt suche ich den Synchronpunkt, also der Anfang eines Wortes auf meiner IXM-Spur. Dafür regle ich den Sound vom iPhone auf 0, damit ich den Sound vom IXM besser hören kann. Einfach überspielen. Ich nehme also das E von einfach und setze eine Markierung an der genau richtigen Stelle. Und danach suche ich genau denselben Punkt, das E von einfach, in meiner iPhone-Tonspur und markiere. Und jetzt muss ich nur noch beide Punkte übereinander legen. Einfach überspielen und dann synchronisieren. Entweder automatisch, einmal testen, ob der Ton synchron ist, und dann synchronisieren. Entweder automatisch oder händisch. Und ich schaue mir das Ergebnis mit Bild und Lippenbewegung an. Passt alles perfekt. Die iPhone-Spur kann ich löschen. Entweder automatisch oder händisch. Und so leise hört sich übrigens das Original vom iPhone an. Und dann synchronisieren. Entweder automatisch oder händisch. Na, wenn alles so einfach wäre wie diese Synchronisierung. Aber es geht tatsächlich noch einfacher. Mit Videoschnittprogrammen wie Final Cut oder Premiere, da kann man einfach alle Spuren, Audio, Video übereinander rein, Knopf drücken, zack. Und dann ist alles automatisch synchronisiert. Das ist dann richtig, richtig entspannt und lässig. Da kann man dann gut im Garten irgendwie arbeiten. Ich finde es übrigens auch super klasse, hier mit dem Mikrofon so Off-Texte einzusprechen, wie ich das eben gemacht habe, als ich den Workflow erklärt habe. Habe ich natürlich auch mit einem IXM-Podcaster von Yellowtech gemacht. Ist schon ein klasses Mikrofon, vor allen Dingen eben, dass es in jeder Situation einfach den perfekten Ton liefert. Entschuldigung, neben dem ICE, das ist schon mega. Und natürlich auch nur exemplarisch. Ich mache mal weiter und wünsche euch schöne Podcasts, tolle Sounds, schöne Videos und sage bis bald.